Der Krautesel. Es war einmal ein armer Bauer, der hatte 3 Söhne. Als er starb, hinterließ er ihnen nur ein kleines Haus, ein paar Felder und einen Esel. Da die 3 Brüder nicht wussten, wie sie das Erbe teilen sollten, beschlossen sie, in die Stadt zu gehen und den Rat eines weisen Mannes zu suchen. Der älteste Sohn ging zuerst. Auf dem Weg dorthin begegnete er einem alten Mann, der ihm einen seltsamen Vorschlag machte. »Gib mir deinen Esel«, sagte er, »und ich werde dir im Austausch etwas geben, das viel wertvoller ist.« Der älteste Sohn lachte und ging weiter, ohne dem alten Mann eine Antwort zu geben. Der zweite Sohn ging danach. Er traf denselben alten Mann und bekam das gleiche Angebot. Auch er lehnte es ab und ging weiter. Dann war der jüngste Sohn an der Reihe. Als er dem alten Mann begegnete und das Angebot hörte, dachte er darüber nach und sagte: »Warum nicht? Vielleicht hat der alte Mann wirklich etwas Wertvolles für mich.« Er gab dem alten Mann den Esel und bekam im Austausch ein kleines Samenkorn. Der jüngste Sohn war neugierig und pflanzte das Samenkorn in einem seiner Felder. Zu seiner Überraschung wuchs daraus über Nacht ein großer und wunderschöner Baum. Der Baum war so hoch, dass er bis in den Himmel zu reichen schien. Aber das Erstaunlichste war, dass die Blätter des Baumes nicht aus gewöhnlichem Laub bestanden, sondern aus reinem Gold. Der jüngste Sohn war überglücklich. Er erntete die goldenen Blätter und wurde bald sehr reich. Aber er war nicht egoistisch. Er half den Armen und machte viele gute Taten in seinem Dorf. Eines Tages, als er unter dem goldenen Baum saß, hörte er ein seltsames Geräusch. Er sah nach und fand einen kleinen Esel, der am Stamm des Baumes fraß. Aber dieser Esel war nicht gewöhnlich. Jedes Mal, wenn er fraß, fielen Münzen aus seinem Mund. Der jüngste Sohn erkannte, dass dies kein gewöhnlicher Esel war, sondern ein magischer Krautesel. Er kümmerte sich gut um den Esel und bald hatte er noch mehr Reichtum durch die Münzen, die der Esel produzierte. Die Nachricht von dem goldenen Baum und dem Krautesel verbreitete sich schnell im ganzen Land. Viele Menschen kamen, um die Wunder zu sehen und um den jüngsten Sohn um Hilfe zu bitten. Aber der Reichtum und der Ruhm des jüngsten Sohnes weckten auch die Eifersucht und Gier anderer. Ein reicher und böser Graf hörte von dem Krautesel und beschloss, ihn für sich zu nehmen. Der Graf schmiedete einen Plan. Er lud den jüngsten Sohn zu einem Fest in seinem Schloss ein. Der jüngste Sohn, ahnungslos und freundlich wie er war, nahm die Einladung an und brachte sogar den Krautesel mit. Während des Festes lenkte der Graf den jüngsten Sohn ab, und seine Diener stahlen den magischen Esel. Als der Bauer seinen Verlust bemerkte, war er verzweifelt. Er wusste, dass der Graf hinter dem Diebstahl steckte, aber ohne Beweise konnte er nichts tun. Er entschied sich, heimlich in das Schloss des Grafen einzudringen, in der Hoffnung, den Krautesel zu finden und zurückzuholen. In der Nacht schlich er sich in das Schloss und suchte in jedem Raum, bis er den Esel in einem versteckten Stall fand. Aber der Esel war traurig und gab keine goldenen Münzen mehr. Da erkannte der jüngste Sohn, dass der Esel nur in der Gegenwart von denen, die er liebte und denen er vertraute, Münzen produzierte. Er versuchte, den Esel aus dem Schloss zu schmuggeln, wurde aber von den Wachen des Grafen erwischt und ins Gefängnis geworfen. Die Nachricht von seiner Gefangennahme erreichte das Dorf, und die Bewohner, dankbar für all die guten Taten des jüngsten Sohnes, kamen zusammen, um ihn zu retten. Sie versammelten sich vor dem Schloss des Grafen und forderten die Freilassung des jüngsten Sohnes. Der Graf, der nicht erwartet hatte, dass ein ganzes Dorf sich gegen ihn stellen würde, geriet in Panik. Er fürchtete um sein Leben und ließ den jüngsten Sohn und den Krautesel frei.
Zurück in seinem Dorf wurde der jüngste Sohn als Held gefeiert. Der Krautesel begann wieder, Münzen zu produzieren, und der Bauer teilte seinen Reichtum weiterhin mit den Bedürftigen. Die Geschichte endet damit, dass der jüngste Sohn und der Krautesel in Frieden in ihrem Dorf leben, umgeben von dankbaren Menschen, die sie lieben und schätzen. Und der gierige Graf? Er hatte eine wertvolle Lektion gelernt. Reichtum ist nicht immer das, was man besitzt, sondern das, was man gibt und wie man lebt. Man sagt, er habe sein betrügerisches Leben aufgegeben und habe begonnen, den Armen zu helfen. Aber das, liebe Leser, ist eine andere Geschichte.